Du möchtest gerne den Geschmack Ostasiens auf den Teller bringen und du liebst traditionelle japanische Ramen. Wir zeigen dir ein geniales Rezept, natürlich ohne Tütensuppen oder Geschmacksverstärker. Moin, ich bin Nina. Und ich bin Victoria. Und wir kochen heute Miso-Ramen. Also ich habe noch nie Ramen gekocht. Ich habe auf jeden Fall auch mit Fertigrahmen schon Ramen gekocht, aber ich würde sie voll gerne auch mal selber machen. Alle Zutaten, die wir für unsere Ramen benötigen, bekommt man eigentlich entweder in einem sehr gut sortierten Supermarkt, manche Spezialzutaten vielleicht eher in einem Asiamarkt. Eine Übersicht der gesamten Zutaten findet ihr in der Beschreibung. Für die Zubereitung brauchen wir keine besonderen Küchenutensilien, sondern können alles nutzen, was wir schon da haben. Wir starten jetzt einmal mit der Zubereitung unserer Brühe und dazu halbieren wir als erstes die Zwiebel und schneiden den Knoblauch und den Ingwer klein. Außerdem schneiden wir jetzt noch Karotten und Frühlingszwiebeln klein, die kommen dann auch noch mit in die Brühe. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr die Frühlingszwiebelwurzel in ein Glas Wasser legt und auf die Fensterbank stellt, dann bekommt ihr in ein paar Tagen neue Frühlingszwiebeln. Als erstes braten wir unsere 2 Zwiebelhälften an der aufgeschnittenen Stelle an und nach 2 bis 3 Minuten kommen Ingwer und Knoblauch hinzu. Jetzt geben wir noch 2 Esslöffel von der Miso-Paste mit in den Topf dazu. Wenn jetzt alles kurz im Topf angebraten wurde, geben wir als nächstes die Brühe mit dazu. Als nächstes kommen unsere Karotten und unsere Frühlingszwiebeln hinzu und dann wird das Ganze nochmal für 30 bis 40 Minuten geköchelt. So, man könnte die Ramen auch mit Schweinefleisch machen. Wir haben uns heute aber für eine vegetarische Variante entschieden und wir machen es heute mit Tofu und Champignons. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Champignons sollte man nämlich nicht waschen, sondern die bürstet man ab. Dazu gibt es extra Pilzbürstchen. Nina, magst du dich vielleicht ums Schneiden von den Champignons Voll kümmern? gerne. Als nächstes braten wir den Tofu knusprig an und dann löschen wir ihn mit der Sojasauce ab und wer mag, kann nach Belieben noch würzen. Wenn du mehr Inspiration für deinen Alltag suchst, dann abonniere jetzt den Kanal. Für das Topping von unseren Ramen haben wir uns jetzt noch was ganz Besonderes überlegt. Und zwar haben wir da Spinat, Karotten und Frühlingszwiebeln. und um diese besser mit den Stäbchen essen zu können, kann man sie längs in kleine Stiftchen schneiden. Bevor wir die Toppings jetzt mit in die Brühe geben, gießen wir die Brühe einmal ab, damit die Gemüsestückchen, die all ihre guten Nährstoffe an die Brühe schon abgegeben haben, einmal rausgefiltert werden und wir dann die reine, klare Brühe erhalten. Wir haben uns heute dazu entschieden, vegetarische Ramen zu machen. Unsere werden nicht vegan, deswegen kochen wir noch 2 Eier. Die werden danach aufgeschnitten und kommen dann mit in die Suppe. Jetzt ist es soweit, jetzt kommen unsere Toppings noch in die abgegossene Brühe mit rein. Was die Nudeln angeht, hat man ganz viele Möglichkeiten. Wir haben uns jetzt aber heute für Udon-Nudeln entschieden. Genau, man kann auch noch ganz viele andere nehmen, zum Beispiel Mie-Nudeln, die erinnern aber so ein bisschen an Tütensuppen. Dann gibt es noch Glasnudeln, das macht das Gericht so ein bisschen leichter. Unsere Udon-Nudeln sind schon vorgekocht und müssen nur noch 3 Minuten in kochendem Wasser garen. Ja, ich glaube, unsere Brühe ist fast fertig. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus und riecht mega lecker. Richtig lecker. Jetzt fehlen nur noch ein paar Toppings und dann sind wir fertig, oder? Ja. Ich finde, wir haben es richtig gut gemacht. Ich bin voll beeindruckt. Das werde ich auf jeden Fall jetzt öfter machen. Richtig lecker, auch mit dem Ingwer. Ich finde, das schmeckt richtig schön gemüsig. Also ich liebe ja Spinat, aber wenn man kein Spinat mag, dann könnte man stattdessen auch Pak Choi zum Beispiel verwenden. Wir genießen jetzt den Rest unserer Ramen und jetzt bist du dran. Genau, schnapp dir einfach deine Lieblingszutaten und mach deine eigenen Ramen. Guten Appetit.